Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht's um Nähen, DIY und Upcycling. Heute geht's wieder ums Nähen. Vielleicht kommen dir die Taschen ja bekannt vor aus einem meiner letzten Videos. Ich bin immer noch ganz platt davon, wie gut das Video ankommt und wie gut es euch gefällt und wie viele die Taschen auch schon genäht haben. Ob es jetzt hier die einfache Tasche ist oder die Taschen mit dem Motiv. Ja, bei den Motiven, da sind mir noch einige andere Sachen eingefallen und diese möchte ich gerne in diesem Video vorstellen. Mit einer kurzen Nähanleitung jeweils zum Motiv und ja, dann würde mich interessieren, wie sie euch gefallen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und Nähen. Für das erste Motiv kann man gut so ein bisschen Teddyplüsch oder Vlies gebrauchen und dann natürlich irgendwie einen schönen bunten Stoff. So, was bei allen Motiven gleich ist, man nimmt sich erstmal das Papier zur Hand und schneidet das Motiv aus. Dann nimmst du dir einen von den Außenstoffen und ich markiere mir hier wieder, bis wohin der Griff gehen wird. Also es sind 5 cm von oben. Und darunter lege ich halt den dünnen Stoff, auf den ich gleich den Nikolausstiefel aufzeichne. Also wenn ich den Stoff ein bisschen fixiert habe mit Nadeln, dann nehme ich mir die Schablone und zeichne die Umrisse auf diesen Stoff. Wenn alles gut zu sehen ist, dann nähe ich einmal entlang der Linie. Nun schneidet man den Stoff innerhalb der Naht aus. So circa 0,5 cm vom Rand schneidet man einmal entlang der Linie. Wenn man damit fertig ist, dann schneidet man in den Rundungen alle, ja, so jeden Zentimeter ungefähr immer einen Schnitt bis kurz vor die Naht ein, damit sich das nachher besser wenden lässt. In den Ecken oben schneidet man diagonal in den Stoff bis kurz vor die Naht. Und an den vorstehenden Ecken schneidet man noch den Stoff ein wenig zurück. An den Stellen, wo das möglich ist, kann man schon mal hier den Stoff so in die Richtung von dem Loch bügeln und dann zieht man den Stoff auf die andere Seite durch. Und dann zieht man so alles in Form und die Stellen, die noch herausgeschoben werden müssen, dafür nimmt man sich am besten ein kleines Hilfsmittel und schiebt alles so richtig schön in Form, aber halt auch schön vorsichtig, weil ja teilweise der Stoff zurückgeschnitten wurde. Das funktioniert bei jedem Motiv ähnlich. Die Motive sind ja anders, aber halt vom Prinzip her ist es bei jedem Motiv gleich. Dann alles schön flach bügeln und zum Schluss nochmal von rechts drüber bügeln. Jetzt kommen die Stoffe dran. Die Socke unten, dafür nehme ich halt diesen bunten Stoff und oben für das rechteckige Stück, dafür habe ich hier zum Glück noch in meiner Restekiste
dieses schöne Teddyplüsch gefunden. Bevor ich das jetzt dahinter nähe, nähe ich halt den Teddyplüsch an den bunten Stoff. Weil ich nicht mehr so viel davon habe, versuche ich natürlich möglichst wenig zu verbrauchen und deshalb stecke ich das hier nochmal um und schneide das schon mal so passend ab. Mehr brauche ich halt für das kleine Stückchen da oben nicht. Dann nähe ich die Stoffe da zusammen. Das zusammengesetzte Stoffstück nun passend hinter den Ausschnitt legen. Mit ein paar Nadeln feststecken und dann einmal knappkantig ringsherum festnähen. Am besten immer an einer einfachen geraden Stelle beginnen. An den Ecken die Nadel im Stoff stecken lassen und das Stoffstück wenden. Wenn man dann am Anfang angelangt ist, etwas über den Anfang hinweg nähen und die Naht verriegeln. So, nun kann der Stoff etwas zurückgeschnitten werden. Einfach so viel, dass er gleich beim Nähen nicht mehr im Weg ist. Ja, und dann wird die Tasche jetzt einfach so weitergenäht, wie ich das in der Videoanleitung gezeigt habe. Den Link zu der Videoanleitung findest du hier oben rechts. Und so sieht die Tasche dann fertig aus. Jetzt geht's zum nächsten Motiv. Zu Weihnachten gehört für mich halt auch immer so ein schönes Zuckerstangenmotiv. Dafür habe ich mir hier schon mal so gestreifte Stoffe rausgesucht. Und jetzt zeichne ich erstmal mit der Schablone auf einen der Außenstoffe, genauso wie vorhin. Dann nähst du wieder entlang der Linie und schneidest anschließend den Stoff zwischen den Nähten aus. An den Rundungen wieder bis kurz vor die Naht einschneiden. Ecken gibt es hier nicht. Die Zuckerstange ist 2 cm breit, also kann man schon in der Mitte so 1 cm rausschneiden. Es bleiben ja so circa 0,5 cm bis zur Naht stehen. Hier muss man ganz schön viel einknipsen, weil hier oben ja so eine große Rundung ist. Und unten auch noch mal ein paar Schnitte machen. Und dann bügeln. Ja, ich habe mir ja hier schon mal diese beiden Stoffe ausgesucht. Der ist pink und der andere ist rot mit dünneren Streifen. Die Streifen werden ja auf jeden Fall so diagonal dahinter genäht. Also ich finde das mit den breiten Streifen schön, aber ich finde das mit Rot schön. Und zum Glück habe ich den Stoff mit den breiten Streifen auch noch in Rot und der wird es jetzt werden. Ich war mir hier wirklich noch nicht sicher, aber ja, dann habe ich den roten Stoff genommen und das gefällt mir halt am allerbesten. Und davon habe ich auch noch genug, dass ich das Futter auch so nähen kann. Also habe ich mir hier ein Stückchen zugeschnitten und jetzt gucke ich hier mal auf dem Lineal, wie ich das jetzt hinlegen muss, dass die Streifen im 45-Grad-Winkel sind. So, jetzt passt's aber. Jetzt stecke ich den Stoff hinter dem Ausschnitt fest und nähe wieder knappkantig einmal ringsherum.
Die Stoffe wieder passend zurückschneiden und dann die Tasche fertig nähen. Und so sieht sie dann aus. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob längs oder quer gestreift, ist es diagonal gestreift, auch wenn es ein bisschen mehr Stoff verbraucht. Hier ist Motiv 3 von 4. Eine Weihnachtsmütze. Du kennst das ja schon. Die Schablone auf den Stoff aufzeichnen und dann entlang der Linien nähen. Nun den Stoff wieder aus der Mitte herausschneiden. Und anschließend an allen Rundungen einschneiden und an den Ecken einen Schnitt in die Ecke hinein machen. Und an den vorstehenden Ecken den Stoff etwas zurückschneiden. Dann den Stoff auf die andere Seite legen und bügeln. Wenn du auch bei der Mütze oben den Bommel und den unteren Rand aus Plüsch oder Vlies nähen möchtest, dann muss das Stück in der Mitte genau 10,5 cm lang sein. Die Angabe ist inklusive Nahtzugabe. Also dieses mittlere Stück legst du dann rechts auf den unteren Teil und nähst es zusammen und dann das Ganze nochmal an der anderen Stelle. Den Stoff passend auf den unteren Stoff legen, feststecken und knappkantig zusammennähen. Und wie vorhin auch schon den Stoff passend zurückschneiden, ja, und die Tasche zu Ende nähen. Und so sieht sie aus. Jetzt geht es zum letzten Motiv und das ist eine Kerze. Also wieder abpausen, nähen und ausschneiden. Hier kann man in 2 Abschnitten vorgehen. Einmal unten das Rechteck ausschneiden und dann diagonal in die Ecken bis kurz vor die Naht schneiden. Und dann einmal mittig in die Flamme hinein bis ganz nach oben in die Spitze. Also kurz vor der Naht stoppen und dann die Seiten etwas wegschneiden und an den Rundungen etwas einknipsen. Und die Spitzen im Übergang von Kerze zu Flamme etwas zurückschneiden. Dann bügeln. Für die Kerze habe ich auch wieder 2 Stoffe zusammengenäht, also natürlich gelb für die Flamme und unten irgendwas Schönes. Und das Ganze jetzt dahinter stecken und dann knappkantig festnähen. Den Stoff wieder passend zurückschneiden und die Tasche zu Ende nähen. Und das ist meine fertige Tasche. Und hier siehst du nun nochmal alle Motive zusammen. Und mich würde wirklich interessieren, welches ist dein Lieblingsmotiv? Schreib's mir doch einfach in die Kommentare. Alle 4 Schablonen im Set biete ich in meinem Shop an. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Wenn du die Anleitung Geschenketasche nähen noch nicht kennst, dann klick doch mal da, dort verlinke ich das Video. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann klicke dort. Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dann!